Guten Tag an alle unsere Zuhörer. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und heute habe ich eine ziemlich frustrierende Geschichte für euch. Adele, du wirst nicht glauben, was mir heute Morgen auf dem Weg hierher passiert ist. Hallo zusammen, ich bin Adele. Oh nein, Peter, erzähl mir alles. War es wieder ein Problem mit dem Verkehr? Genau. Ich stand heute über eine Stunde im Stau. Eine ganze Stunde. Ich bin normalerweise in 20 Minuten hier, aber heute war die Autobahn komplett blockiert. Es gab einen Unfall zwischen zwei Lastwagen. Das klingt wirklich schrecklich. Eine Stunde ist so lang. Habt ihr das auch schon erlebt, liebe Zuhörer? Schreibt uns in die Kommentare, wie lange ihr normalerweise im Stau steht. Weißt du, Adele, das Schlimmste war, dass ich nicht einmal die Ausfahrt nehmen konnte. Alle Spuren waren voll. Die linke Spur, die mittlere Spur, die rechte Spur, überall standen Autos. Oh je! Und konntest du sehen, was genau passiert war? Manchmal sieht man ja die Unfallstelle, wenn man langsam vorbeifährt. Ja, als ich endlich näher kam, sah ich die Polizei und einen Krankenwagen. Die Sanitäter waren schon da. Zum Glück schien niemand schwer verletzt zu sein. Aber die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen, weil Öl auf der Straße war. Das ist gut, dass niemand schwer verletzt war. Aber so eine Situation macht den ganzen Verkehr chaotisch. Peter, hast du versucht, eine andere Route zu finden? Natürlich. Ich habe mein Navigationssystem benutzt, aber es zeigte mir, dass alle anderen Straßen auch rot waren. Das bedeutet überall Stau. Die Umleitungswartache waren genauso voll wie die Autobahn. Liebe Zuhörer, kennt ihr das auch? Wenn das Navi sagt, dass überall Stau ist? Welche Apps benutzt ihr für den Verkehr? Schreibt es uns. Adele, ich muss ehrlich sagen, manchmal vermisse ich die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn man mit der U-Bahn oder dem Bus fährt, hat man solche Probleme nicht so oft. Das stimmt, Peter. Aber manchmal sind die Busse auch im Stau, oder? Und die U-Bahn kann auch Verspätungen haben. Letzte Woche hatte ich eine Verspätung von 30 Minuten wegen technischer Probleme. Oh, das hatte ich vergessen. Du hast recht. Aber wenigstens kannst du in der Bahn ein Buch lesen oder auf dein Handy schauen. Im Auto musst du die ganze Zeit aufpassen und kannst nichts anderes machen. Absolut. Und Peter, wie hast du dich während des Staus beschäftigt? Hast du Radio gehört oder Musik? Zuerst habe ich die Verkehrsnachrichten im Radio gehört. Der Moderator sagte, dass es auf mehreren Autobahnen Probleme gibt. Dann habe ich einen Podcast gehört, so wie unseren hier. Das hat mir geholfen, ruhig zu bleiben. Das freut mich. Podcasts sind wirklich gut für lange Fahrten oder Staus. Unsere Zuhörer können auch Deutsch lernen, während sie im Auto sitzen. Ist das nicht praktisch? Sehr praktisch. Aber weißt du, Adele, was mich am meisten geärgert hat? Es gab so viele aggressive Fahrer. Ein Mann hat ständig gehupt, obwohl niemand sich bewegen konnte. Was bringt das Hupen, wenn alle feststecken? Oh, diese Leute. Das verstehe ich auch nicht. Hupen macht den Stau nicht schneller weg. Und dann gibt es noch die Fahrer, die versuchen, die Spur zu wechseln und sich vorzudrängeln. Genau. Ich habe heute mindestens 5 Autos gesehen, die gefährlich die Spur gewechselt haben. Ohne Blinker. Das ist so gefährlich. Besonders wenn der Verkehr so dicht ist. Der Blinker ist so wichtig. Liebe Zuhörer, benutzt ihr immer euren Blinker? In Deutschland ist das Pflicht. Man muss immer signalisieren, wenn man die Spur wechselt oder abbiegt. Adele, ich habe auch bemerkt, dass viele Leute während der Fahrt ihr Handy benutzt haben. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch illegal. Die Polizei kann dafür hohe Strafen geben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Peter. In Deutschland darf man das Handy nur mit einer Freisprechanlage benutzen. Sonst muss man anhalten und das Auto parken. Richtig. Und während ich im Stau stand, habe ich auch einen Motorradfahrer gesehen, der zwischen den Autos durchgefahren ist. Das war ziemlich beeindruckend, aber auch ein bisschen gefährlich. Ja, Motorräder können das manchmal machen, wenn der Verkehr steht. Aber sie müssen sehr vorsichtig sein. Peter, wie war es denn, als der Verkehr endlich wieder geflossen ist? Als ich endlich an der Unfallstelle vorbei war, wurde es plötzlich besser. Alle Autos konnten wieder normal fahren. Aber dann kam die nächste Herausforderung. Die Baustelle. Oh nein, nicht auch noch eine Baustelle. Im Sommer gibt es immer so viele Baustellen auf den deutschen Straßen. Ja,
Genau. Die Geschwindigkeitsbegrenzung war auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert und die Fahrbahn war sehr eng, weil sie nur 2 Spuren hatten statt 3. Baustellen sind wirklich nervig, aber sie sind wichtig für die Straßenreparatur. Unsere Zuhörer, habt ihr viele Baustellen in eurer Stadt? Wie geht ihr damit um? Adele, weißt du, was lustig war? In der Baustelle habe ich ein Schild gesehen. Achtung, Staugefahr für die nächsten 20 Kilometer. Als ob ich das nicht schon wusste. Haha, manchmal sind diese Schilder wirklich überflüssig. Aber es gibt auch nützliche Schilder, wie die elektronischen Anzeigetafeln, die die aktuelle Geschwindigkeit und Warnungen zeigen. Das stimmt. Heute habe ich auf so einer Tafel gesehen, Unfallgefahr, langsam fahren, das war hilfreich, weil ich dann extra vorsichtig war. Diese digitalen Schilder sind wirklich modern. Sie können auch zeigen, wie viele Kilometer der Stau ist oder ob die Autobahn gesperrt ist. Genau. Und manchmal zeigen sie auch, wie lange man bis zur nächsten Stadt braucht. Heute stand dort München noch 90 Minuten. Normalerweise sind es nur 30 Minuten. Triple die Zeit. Das ist wirklich frustrierend. Peter, hast du wenigstens genug Benzin gehabt? Im Stau verbraucht das Auto ja mehr Kraftstoff. Gute Frage. Ich hatte zum Glück noch einen halben Tank. Aber ich habe mir Sorgen gemacht, weil die Tankstellenanzeige gezeigt hat, dass die nächste Tankstelle 20 Kilometer entfernt war. Das wäre stressig gewesen. Liebe Zuhörer, achtet immer darauf, dass ihr genug Benzin oder Diesel habt, besonders vor langen Fahrten. Adele, als ich endlich aus der Baustelle raus war, dachte ich, jetzt ist alles gut. Aber dann habe ich gesehen, die Ausfahrt, die ich nehmen wollte, war geschlossen. Nein, das ist wie in einem schlechten Film. Was hast du dann gemacht? Ich musste zur nächsten Ausfahrt fahren, das waren 10 Kilometer extra. Und dann bin ich durch die Stadt zurückgefahren. Dort gab es natürlich auch Verkehr mit Ampeln, Fußgängern und Fahrradfahrern. Der Stadtverkehr ist auch nicht einfach. Es gibt so viele Ampeln. Rot, Gelb, Grün, wieder Rot. Manchmal steht man an jeder Ampel. Ja, und in der Stadt musste ich auch auf die Straßenbahn achten. Die Straßenbahn hat immer Vorfahrt, das darf man nicht vergessen. Sehr wichtig. Und die Fußgängerüberwege. Man muss immer anhalten, wenn jemand über die Straße gehen möchte. Das ist Gesetz in Deutschland. Absolut. Ich habe heute auch viele Fahrradfahrer gesehen. Manche haben den Fahrradweg benutzt, aber andere sind direkt auf der Straße gefahren. Das macht das Fahren komplizierter. Fahrradfahrer haben auch Rechte auf der Straße. Wir müssen als Autofahrer immer einen Sicherheitsabstand halten. Mindestens 1,5 Meter beim Überholen. Das weiß ich. Aber manchmal ist die Straße so eng, dass man nicht überholen kann. Dann muss man langsam hinter dem Fahrrad fahren, bis es sicher ist. Geduld ist sehr wichtig im Verkehr. Peter, wie lange hat deine ganze Fahrt heute gedauert? Du hast mit 20 Minuten gerechnet, richtig? Am Ende hat es fast 2 Stunden gedauert. 2 Stunden für eine Strecke, die normalerweise 20 Minuten dauert. Ich war so froh, als ich endlich angekommen bin. 2 Stunden? Das ist wirklich extrem. Unsere Zuhörer, was ist eure längste Fahrt wegen Verkehrsproblemen gewesen? 1 Stunde? 2 Stunden? 3 Stunden? Teilt eure Geschichten mit uns. Adele, nach dieser Erfahrung überlege ich ernsthaft, ob ich morgen früher losfahre. Vielleicht um 6 Uhr morgens, bevor der Rush-Hour-Verkehr beginnt. Das ist eine gute Idee. Die Stoßzeiten sind normalerweise zwischen 7 und 9 Uhr morgens und zwischen 5 und 7 Uhr abends. Außerhalb dieser Zeiten ist der Verkehr viel besser. Ja, aber dann muss ich sehr früh aufstehen. Das ist auch nicht so angenehm. Aber besser als 2 Stunden im Stau zu stehen. Das stimmt. Oder du könntest versuchen, von zu Hause zu arbeiten, wenn das möglich ist. Viele Menschen machen das jetzt, um den Verkehr zu vermeiden. Homeoffice ist wirklich praktisch. Keine Staus, kein Stress, kein Benzinverbrauch. Ich sollte meinen Chef fragen, ob ich ein paar Tage pro Woche von zu Hause arbeiten kann. Gute Idee. Liebe Zuhörer, arbeitet ihr manchmal von zu Hause? Oder müsst ihr jeden Tag zur Arbeit fahren? Wie ist der Verkehr in eurer Stadt? Adele, weißt du, was ich auch bemerkt habe? Es gibt immer mehr Elektroautos auf den Straßen. Ich habe heute mindestens 10 verschiedene E-Autos gesehen. Ja, Elektromobilität wird immer populärer in Deutschland.
Diese Autos sind leiser und besser für die Umwelt, aber sie brauchen Ladestationen. Richtig? Ich habe an der Raststätte auch Ladestationen und TR-Stationen gesehen. Viele Elektroautos standen dort und wurden aufgeladen. Das dauert länger als Benzin tanken. Das ist wahr. Ein normales Auto tankt in 5 Minuten, aber ein Elektroauto braucht 30 Minuten oder mehr zum Laden. Aber die Technologie wird besser. Adele, zurück zu meiner heutigen Fahrt. Ich möchte noch etwas Wichtiges erwähnen. Ich habe gesehen, dass einige Leute keine Rettungsgasse gebildet haben. Oh nein, die Rettungsgasse ist so wichtig. Für unsere Zuhörer, die das nicht wissen: In Deutschland muss man bei einem Stau auf der Autobahn eine Gasse in der Mitte lassen, damit Krankenwagen und Feuerwehr durchfahren können. Genau. Die Autos auf der linken Spur fahren nach links und alle anderen Autos fahren nach rechts. So entsteht eine freie Gasse in der Mitte. Das kann Leben retten. Wenn ein Krankenwagen nicht durchkommt, kann das sehr gefährlich für verletzte Menschen sein. Jede Minute zählt. Absolut. Heute habe ich einen Krankenwagen gesehen, der Schwierigkeiten hatte durchzukommen, weil einige Fahrer die Gasse nicht richtig gebildet hatten. Das hat mich wirklich geärgert. Das ist unverantwortlich. Die Polizei kann dafür hohe Geldstrafen geben und man kann sogar Punkte in Flensburg bekommen. Was sind Punkte in Flensburg, Adele? Vielleicht wissen das nicht alle unsere Zuhörer. Gute Frage, Peter. In Flensburg gibt es ein zentrales Verkehrsregister. Wenn man Verkehrsregeln bricht, bekommt man Punkte, zu viele Punkte, und man verliert den Führerschein. Das ist ein gutes System, um gefährliche Fahrer von der Straße zu halten. Man sollte die Regeln immer respektieren. Definitiv. Sicherheit ist das Wichtigste im Verkehr. Liebe Zuhörer, kennt ihr alle deutschen Verkehrsregeln oder lernt ihr noch? Adele, ich denke, unsere Zuhörer haben heute viel über Verkehr auf Deutsch gelernt. Wir haben über Staus, Unfälle, Baustellen, Verkehrsregeln und vieles mehr gesprochen. Das stimmt, Peter. Und das Beste ist, Sie haben echte, natürliche Konversationen gehört. Das ist der beste Weg, eine Sprache zu lernen. Ich hoffe, ihr hattet keine Probleme, uns zu verstehen. Wenn etwas unklar war, hört die Episode einfach noch einmal an. Wiederholung ist sehr wichtig beim Lernen. Genau. Und vergesst nicht, in den Kommentaren zu schreiben. Erzählt uns von euren Verkehrserfahrungen auf Deutsch. Das ist gute Übung. Ja, ihr könnt schreiben, ich hatte heute einen Stau oder ich fahre jeden Tag mit dem Bus oder was auch immer ihr möchtet. Jeder Kommentar hilft euch, besser zu werden. Und wenn ihr Fragen habt über deutsche Wörter oder Ausdrücke zum Thema Verkehr, fragt uns. Wir antworten gerne. Liebe Zuhörer, habt ihr heute neue Wörter gelernt? Zum Beispiel der Stau, die Autobahn, die Ausfahrt, die Jäsro, die Rettungsgasse, die Baustelle. Oder der Blinker, die Ampel, der Fußgängerüberweg, die Geschwindigkeitsbegrenzung, die Spur? Es gibt so viele nützliche Wörter. Versucht, diese Wörter in Sätzen zu benutzen. Zum Beispiel, ich stehe im Stau oder die Ampel ist rot oder ich nehme die nächste Ausfahrt. Perfekt, Peter. Übung macht den Meister, wie wir auf Deutsch sagen. Je mehr ihr sprecht und schreibt, desto besser werdet ihr. Und denkt daran, Deutsch zu lernen ist wie Autofahren lernen. Am Anfang ist es schwierig, aber mit Übung wird es immer einfacher und natürlicher. Was für ein schöner Vergleich. Unsere Zuhörer sind auf ihrer Lernreise und wir bei Wow Spoken German sind hier, um ihnen zu helfen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch sagen, fahrt immer vorsichtig. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit. Sehr wichtig. Und wenn ihr im Stau steht, bleibt ruhig und geduldig. Vielleicht könnt ihr die Zeit nutzen, um einen deutschen Podcast zu hören. Wie unseren Podcast. Abonniert Wow Spoken German, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir haben viele interessante Themen für euch. Ja, nächste Woche sprechen wir über ein anderes spannendes Thema. Ihr werdet es lieben. Bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt etwas gelernt. Vergesst nicht zu kommentieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German. Habt eine wunderbare Woche und passt im Verkehr auf euch auf. Auf Wiederhören und denkt daran, jeden Tag ein bisschen Deutsch macht euch besser und besser. Macht es gut, ihr Lieben. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode mit euch. Tschüss.